I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to no end. That's the stuff that I love, la da da da. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. It's like the story of my life. Best friend, but we rockin' all the same things. Say you need me, but you really tryna change lanes. Well, I don't even care. Live my life, I don't battle with no fear. Fighting dragons, always been a real one. Hate you saying showing love, you a real chameleon. Get the facts freaking straight, always on repeat. Like, we could be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns hier heute mal auf einer bisschen anderen Veranstaltung. Hier geht es nämlich heute mal nicht um Rennfahren und Schnellfahren, sondern um schöne Autos angucken. Wir sind nämlich heute mit unserem Familienstück hier, mit unserem ST, der auch ein bisschen umgebaut ist. Aber ich denke mal, da komme ich später drauf zurück. Wir gehen erstmal rum, gucken uns hier mal ein bisschen um. Wir schauen jetzt hier mal ganz untypisch und wir gucken uns hier mal nicht zuerst ein Auto an, sondern wir gucken uns jemanden an, der coole Sachen für Autos macht. Und zwar nicht so wie ihr denkt, sondern ganz anders. Wir gehen mal darüber zu dem netten Herrn. Halli, hallo. Hi. Buongiorno. Hi, buongiorno. Wie geht's dir? Alles gut und bei dir? Alles super. Perfekt. Perfekt. Ich würde sagen, du stellst dich erstmal vor. Wir haben gerade schon mal ungefähr gesagt, du machst was Cooles für Autos, aber was nicht? Also, mein Künstlername ist Kid River. Wir sind quasi Nachbarn. Ja. Und, also nicht nur hier, sondern auch in Dortmund da. Und ich rekonstruiere Sneaker quasi, und zwar nach dem Interieur oder nach der Fahrzeugausstattung von den Kunden oder von den Fahrzeugen, also je nachdem. Ich habe gestern eine sehr coole Kombination gesehen mit dem 924. Wir haben auch so einen grünen Frosch, nennen wir den immer. Auch mit dem beige-braunen Muster drauf. Und das fand ich war mega. Also das ist sehr, sehr cool. Das ist richtig cool, weil wir haben da komplett den Sneaker rekonstruiert. Also wir haben das alte Vinylleder genommen. Ja. Also was in dem Fahrzeug drin ist. Dann haben wir das Pascha-Muster genommen. Innen drin haben wir so Südleder, was nochmal so ein bisschen auflockert.
ich sage immer, das Geile ist, du hast halt komplett dieselbe DNA wie dein Genau. Fahrzeug. Ne? Und wenn du abends dann mit deinem Schuh schlafen gehst, hast du dein Auto immer bei dir. Aber ist ja super schön, weißt du, man möchte sich ja irgendwie mit seinem Auto identifizieren. Deswegen Ja. macht man ja Tuning. Ne? Richtig. Machen ja viele, ne? Man personalisiert das. Und es ist ja gerade cool, wenn du noch passende Schuhe dazu bekommst. Du kannst den auch mit dir tragen. So. Ist Ja. Ja. Besser geht ja gar nicht. Nee, vor allem was haben wir Männer? Wir haben unser Auto, unsere Schuhe und eine Uhr. So. Und noch eine Frau im Und besten noch eine Fall. Frau, ja, genau. Also das ist dann natürlich on top. Ne? Aber so, was wir so an Besitztümern haben, so, und Klar. das ist halt quasi so, im Grunde genommen, wenn du dein Auto fährst, fährst du mit deinen Füßen. Und wenn du die Schuhe auch noch Ja, hast definitiv. mit demselben Material, aus derselben DNA, so, ja. Ich habe auch gesehen, sehr cool, du hattest auch welche mit Pepita und sowas, hattest du auch hier, ne? Ja. Zumindest gestern hatte ich die irgendwo gesehen. Ich habe hier, also das Genau, ist das sind ja die von den 924. Genau, das ist ja von Ja. den 924. Den haben wir für den 924 Turbo gemacht, komplett rekonstruiert quasi. Wir haben sogar, Ey, was mega man das cool. cool sieht, Ja, noch mit das- dem, ja. ja. Fahrzeug quasi da einmal drin. Also ich find's mega, ehrlich. Vielen Also Dank. ich bin sowieso voll der Sneaker-Fan. Ich habe bestimmt 20, 25 Paar Schuhe. wir Deswegen, ich demnächst kann das voll, definitiv was ich fühle das, definitiv. Also Ja. da treten wir beide nochmal in Kontakt. Definitiv, definitiv. Ich komme auf jeden Fall, ich wollte vorbeikommen, komm vorbei. Wollte euch schon lange gern. besuchen. Lieben gern. Von daher, da finden wir auf jeden Fall eine coole Lösung. Dein Wagen steht direkt vor mir. Ich meine, ey, geiler kann man mich gar nicht motivieren. So, ich habe hier einen Targa, da habe ich einen. Vor allem, ich habe gesehen, zu dem Muster aus meinem SC im Innenraum hast du ja auch was. Ja. Da müssen wir eigentlich was Flaches machen und zu dem anderen Auto, da sag ich jetzt Ja. nicht, was da noch Hätten ist, wir das eigentlich machen wir vorher noch mal ein paar hohe. Hätten Das wir heute ist- anfangen können, Hätten ne? wir heute eigentlich perfekt anfangen können, ne? Ja. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja zum nächsten Treffen hin. Das wäre ja cool. Vielleicht machen wir so ein Live-Customizing oder Dann so. stellen wir Das den wär- einfach noch mit dazu, dann hast du gleich noch was zum Vorführen. Das ist ja perfekt. Ja. So einfach geht das, ne? So einfach geht das. So machen wir das. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir ziehen weiter. Wir gucken noch mal ein bisschen. Hat mich sehr danke dir gefreut. vielmals. Mich auch. Vielen Dank für deine Wir sehen Zeit. uns. Wir sehen Und dann uns. sage ich mal bis die Tage, ne? Bis die Tage. Macht's Perfekt. gut. Ciao, ciao. Also, ich kenn's euch, wenn ihr so sieht, ne? Das ist echt verrückt, Junge. Die kommen von überall. Da vorne ist ja Belgien. Ne, was ist das hier? Ich weiß gar nicht, ob das Belgien oder ob das Holland ist. Keine Ahnung. Finnland habe ich schon gesehen. Alles mögliche. Dänemark. Echt cool. Wie viele Leute ja, die kommen alle auf Achse, ne? Überleg mal, was für einen weiten Weg die auf sich nehmen, um hier hinzukommen. Also, da merkt man schon, da ist doch Feuer, ne? Ja, hier auch. Ey, wunderschön. Echt schön, dass es noch so viele Autoverrückte gibt, die Benzin im Blut haben und zu solchen Veranstaltungen kommen, dass man merkt, dass es nicht ausstirbt. Das würde ich nämlich echt schade finden. Und sie meinen ja nur, ich will nicht politisch werden, aber wir werden ja immer mehr in diese Richtung gedrängt, dass es ausstirbt. Und schön zu sehen, dass die Leute noch dagegen ankämpfen. Also was ich hier auch mega finde, was man hier super oft sieht, sind einfach gelbe Scheinwerfer. Ich finde das so schade, dass das in Deutschland verboten ist. Der Look sieht einfach so mega aus. Das ist auch wieder Dänemark, würde ich sagen, oder? Mit den Kennzeichen? Ich würde sagen, es ist Dänemark. Also sie haben echt schöne Autos, auch der RWB, der daneben steht. Also echt schön gemachtes Auto. In Deutschland unmöglich, sowas auf die Straße zu bekommen. Also echt mit Biegen und Brechen. Jean-Pierre hat doch einen, ne? Jean-Pierre hat einen RWB mit Zulassung. Ja, stimmt. Ja, cooles Auto, echt coole Nummer, aber schwierig in Deutschland, sehr schwierig. Und ich glaube, selbst wenn du es zugelassen bekommst, ich glaube, die Polizei hält dich trotzdem an. Also Theater hast du auf jeden Fall. Ne? Also nicht, dass das jetzt irgendwie was Schlimmes sein sollte, aber ja, sehr schade. Naja, guck mal, wie breit der ist, Junge. Einzige, was fehlt, ich habe noch nie so ein Ding mit richtig Leistung gesehen. Hast du schon mal einen RWB mit richtig Dampf gesehen? Ich kenne das immer nur mit Saugmotoren, immer mit 3.2er, 3.6er oder sowas. Ich glaube in Belgien war mal einer mit Biturbo mit knappen 600 oder sowas. Ja? Ist schon echt cool, aber ist auch mutig, wenn du überlegst, wie teuer die Autos mittlerweile heutzutage sind und dann sägt man nie auseinander. Also ich weiß von jemandem, der so einen hat, wie viel er bezahlt hat und was er für Angebote für das Auto bekommen hat, dass die Autos anscheinend nicht so gut weggehen, wie man da reingesteckt hat. Und das finde ich schade, weil die Arbeit muss ja auch irgendwo gewertschätzt werden, oder? Boah. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sieht aber eigentlich auch alles relativ normal aus, nicht besonders groß umgebaut. Andere Koni-Stoßdämpfer und so ein Quatsch. Ich finde das geil, diese Oldtimer-Leute, die machen immer so, die sammeln dieses... Ja, diese Tags, ich finde das auch cool. Das passt voll zu diesem Rallye-Retro-Style. Diese So. Badges. Naja, das ist cool. Ist dabei. Hier steht nämlich da auch was von APK-Design. Ich glaube, das ist so das Auto vom Chef. Passt zumindest mit dem Kennzeichen. Sehr, sehr coole Farbe. Sehr geschmackvoll gemacht, das Auto. Kann ich nicht anders sagen. Würde mich nur interessieren, ich habe bisher noch nicht drunter geguckt, ob es Turbo ist oder nicht, aber ich hoffe mal schon. Passt da nämlich auch richtig zum Auto. Ja, Podiumsitzerin. Die waren ja sogar im Duo hier, ne?
Da hinten ist nämlich noch ein zweiter. Schicke Autos. Also, wir haben hier vorhin ein paar nette Leute kennengelernt, haben uns eine ganz witzige Story erzählt zu einem Auto. Deswegen dachte ich mir, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Auto einmal vor die Kamera holen und den netten Herrn, der das Auto dabei hat. Ich würde sagen, du stellst dich am besten einfach mal vor, was du hier machst. Jo, hi, ich bin Yannick, ich bin aus Stuttgart. Ich komme vom Heizer Club. Ich habe hier einen brasilianischen Speedster mitgebracht für Onassis Event. Ja. Ja. So viel also dazu, ne? ich muss Mehr sagen, gibt's nicht. ich muss sagen, gestern Abend, wir waren ja schon beim Porsche-Zentrum Dortmund, weil da ja schon das Vortreffen war. Und da laufen wir Richtung Meckes, weil wir keinen Bock haben, uns in der Foodbrand anzustellen. Und dann sehen wir da so einen Transporter stehen mit einem 356 mit so Plane drüber. Und wir so, Professionell komisch, abgedeckt. Genau, professionell Ganz versteckt. genauso, wie sich's Und gehört. ich denke so komisch, so, warum steht er nicht auf dem Treffen? So, irgendwas muss doch sein mit dem Auto. Ja, und dann laufen wir uns über den Weg, es macht das auf einmal alles einen Sinn, ne? Ja. Warum hast du ein Auto dabei mit brasilianischen Kennzeichen? Der kommt aus Brasilien, der ist tatsächlich auf Urlaub nur hier. Der ist von dem. Ja, Ja, komm, wir gucken uns das hier mal ein bisschen an, das Schätzchen. Der kommt aus Brasilien, der ist aus Brasilien auf Urlaub hier, von einem guten Freund von mir aus Brasilien, der das Auto hierher gebracht hat zum Mille Miglia fahren. Und als er wieder zurückgegangen ist nach Brasilien, hat er gesagt, hier, behalt mal das Auto, mach mal was du willst. Und dann hat Tom das Auto gesehen und hat gesagt, komm, bring mal mit zum Treffen, das sieht ganz gut aus. Und jetzt Ja, steht das Auto hier. Also ich find's mega, es ist super roh, es ist richtig benutzt, hat richtig Historie, das Auto. Ja, Mann, das wurde halt immer nur repariert, nie wirklich restauriert, immer nur so, dass es halt immer noch fährt. Und das sieht man halt auch. Klar, Auto wird benutzt, ne? Sagtest du ja auch, dein Kumpel, der ist ja mit der Mille Miglia gefahren. Ja, genau. Und du sagtest ja aus Historie, der hat im Prinzip ja fast alles zu dem Ja, Auto. der Ne? hat einen riesen Ordner zu dem Auto mit allen möglichen von 1952 vom Erstbesitzer. Die haben das Auto seit den 60ern. Das Auto hat verschiedene Lackierungen gehabt. Die waren damit Rennstrecke gefahren. Die haben alles damit gemacht. Stimmt, das hatte man hier vorne auch in der Tür gesehen. Ne? Ich muss ehrlich sagen, wir haben uns schon mal ein bisschen das Auto hier angeguckt. Ja. Hier, Martin, musst du mal filmen hier. Los, komm her. Der Videomann. Ja, man könnte meinen, da ist die eine oder andere Lackschicht schon mal drauf gewesen. Lackierung war schon mal drauf auf dem Auto. Ja, der hat schon ein bisschen was erlebt und mitgemacht. Auch wenn man sich mal so das Bodenblech überall anguckt, die eine oder andere Alles original. dezente das ist Roststelle. OEM Plus hier bei dem Auto. OEM Plus, das machen wir auch. Nein, super cool. Super cool. Ein oder andere Delle hat das Auto schon mitgenommen. Ja, ist halt Historie, ne? Der hat viel mitgemacht, viel erlebt. Ja, auch das Geräusch ist schon geil, wenn ich das so mache, oder? Sehr herrlich, das ist schon cool. Also kann G-Klasse nicht mithalten. Hat auch so seine Tücken. Die Tür drüben musst du ein bisschen hochheben, dass sie aufgeht. Ja, so Sachen, das ist halt, der hat halt schon viel erlebt, ja, ne? das ist geil. Ja, Kann man so machen. finde ich gut. Und wie war das nochmal mit dem Losfahren? Yeah. Losfahren geht nur mit Hilfe. Nur mit Hilfe. Ja, Weil ja. Gerade ist der anders Ja. ein bisschen kaputt. Ja. Also ist nicht das klassische Problem, Batterie leer. Nein, hier will der anders einfach Nee, nicht. hier geht Ja. einfach kein Einfach anderser. erster Gang, anschieben, Kupplung und dann. Ne? Zum Glück wiegt die Karre Fantastisch. wahrscheinlich 400 Kilo oder so. Dann kann man den auch mal ein bisschen schieben. Boah, ich komme nicht am Lenkrad vorbei. Das ist genau meine Fahrposition. So fahre ich 300. Nein, auf keinen Fall. Geil mit Drehzahlmesser und so, ne? Also, ne, funktioniert gar nichts. Gar nichts funktioniert. Aber die Optik ist gut. Optik ist gut. funktioniert. Optik ist gut. Ich wollte gerade sagen, wie machst du das dann mit Tank, wenn keine Anzeige funktioniert? Gut Glück oder? Nach Kontostand. Je nach Kontostand, ja. Also bei mir mal leer. Ja. Jesus fährt auch mit. Jesus ist auch dabei. Den brauchst du auch, ja. Da brauchst du auf jeden Fall einen Schutzengel auf deiner Seite. Ich finde das einfach super geil. Vorne mit den Lederlaschen, mit dem Zumachen. Ja. Das finde ich ist cool. Und dann auch mit brasilianischem Kennzeichen. Ja, Ist halt auch einfach geil. Vor allem, dass du hier damit rumfahren darfst. Ja. So. Aber ich glaube, wenn die Polizei dich anhält und guckt da drunter, bezweifle ich, dass du noch weiterfahren darfst. Aber Weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie die Regeln sind. 50-50 Ich weiß auch Chance, nicht, ob es Papiere gibt. Keine Ahnung. Ja. Weiß nicht, wie das hier läuft mit diesem TÜV. Also ich habe gehört, einfach einsetzen und fahren, oder? Ja, nicht. Ja, brasilianisch, Urlaub, ja, brasilianischer Kein TÜV. Problem, ey. Ja, perfekt. Ja, jetzt erzähl mal, was machst du denn sonst so? Also das mit dem schönen Auto ist schön, ein bisschen Historie habe ich auch schon gehört. Aber was machst du eigentlich? Also ich weiß es ja, aber... bin ein bisschen involviert in dem Heizerclub in Stuttgart. Also für manche, die es jetzt vielleicht kennen oder nicht kennen. Wir wahrscheinlich machen die auch, Klassikfahrer, die werden es wahrscheinlich kennen. Die werden es mittlerweile kennen. Ja. Aber ja, wir machen auch in Stuttgart, aber im Gegenteil zu hier halt alles. Also nicht nur Porsche, sondern bei uns kann jeder kommen. Genau, auch Hauptsache, es ist eine Mercedes alte und Karre. sowas. Ja. Jeder ist Cool. willkommen. Hey, it's a gift how I avoid all them nonsense. Yeah, don't be a hater, it's no good for your conscience. Yeah, you from this world, I'm from somewhere far beyond it. Yeah, matter of fact, man, I don't even belong here. Cause I got a different type of swagger, dude. You ain't gon' find nobody like me on your avenues. Better come get me while you can. I'm just passing through. Ask me how I get this good.
genau. Sehr schön. Wann habt ihr das nächste? Jetzt am 17. September haben wir Jetzt nächsten Monat, genau. Das Kriegt letzte man für da noch dieses Karten Jahr. für? Kann man da was kaufen? Kriegt man noch Karten. Karten Ja? sind noch nicht verkauft. Ja, dann müsst ihr Kartenverkauf Gas geht geben, in ne? den nächsten Wochen los, genau. Ja, perfekt. Ja. Also wenn ihr Bock habt, ranhalten. kommt vorbei. 1A. Perfekt. Wir ziehen weiter. Vielen Mann. Dank für deine Zeit, hat mich gefreut. Bis bald. Slaving all night, we work long days and we work long nights. Slaving all day, slaving all night, we work long days and we work long nights. Slaving all day, slaving all night, we work long days and we work long nights. Slaving all day, slaving all night, we work long days and we work long nights. Da wir auf einem Klassik-Porsche-Treffen sind, darf natürlich eins nicht fehlen, die klassische Fuchsfelge. Fuchs hat hier nämlich auch einen Stand und ich dachte, das müssen wir einfach einmal kurz zeigen, weil ich war sehr überrascht, wie viele Felgen die Firma Fuchs doch auch für andere Hersteller produziert. Und unter anderem auch eine Felge, von der ich niemals gedacht hätte, dass sie von dieser Firma ist. Die sehe ich nämlich gefühlt jeden Tag und es handelt sich um dieses Rad, 997.1 Turbo. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass es von dieser Firma ist. Also soll jetzt nicht heißen, dass es jetzt schlecht ist oder so, sondern Rad ist mega. Also Design ist cool. Gerade auf dem 996 Turbo, finde ich, sieht das sehr, sehr gut aus. Und auch viele andere Sachen. Ne? Da vorne ist hier Taycan-Felge oder da vorne BMW, Alpine. Ist das schon Alpine? Doch, eine Alpine-Felge war, glaube ich, auch dabei. Ja. 4 GTS. Ja, da ist hier, ich glaube, Giulia C4. Nee, Alfa Romeo C4 oder Giulia, bin ich mir nicht sicher. Ja. Also coole Sachen dabei, macht die Firma immer noch coole Produkte. Ja, also wir haben hier mal wieder einen schönen 356. Also ich muss sagen, die Farbkombi, ich rede heute irgendwie nur über Farbkombination. Den ganzen Tag lang, Auto ist schön, wie auch immer. Nein, aber Auto ist super cool. Schön gemacht, hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Auch vorne, ich muss sagen, ist sehr Geschmackssache, aber ich finde, es passt zu dem Look vom Auto. Ja, auch wieder gelbe Scheinwerfer noch dazu. Aber gerade der rote Innenraum mit dem Bügel mitbezogen, coole Kombination. Passt zumindest gut in das Zeitalter. So, wir sind jetzt hier heute durch mit unserem Tag, haben jetzt hier gerade noch an der Driver Experience bei Porsche teilgenommen und durften dieses schöne Fahrzeug hier noch testen. Ich muss sagen, ist was ganz anderes, ich habe was ganz anderes erwartet. Interieur muss ich sagen, ist sehr cool. Wenn man jetzt mal einen neueren Panamera oder einen Cayenne oder sowas gesehen hat, ist das auf jeden Fall was ganz anderes. Ja, komm, wir gucken uns das mal eben selber an. Jetzt sind wir ja noch hier, haben ja noch einen Schlüssel in der Hand, ne? So, also ich würde sagen, da ist schon ein großer Unterschied zu beiden Autos. Also was mir persönlich gut gefallen hat, ich stehe auf so Kleinigkeiten, ich muss sagen, ich finde das mit den Luftduschen irgendwie sehr, sehr geil. Dass man halt nicht mehr dieses alte Design übernommen hat, sondern wirklich bei Elektro mal auch mal was geändert hat. Aber auch generell, die ganze Ausstattungspaket ist sehr schön mit dem blauen Stitching, passend zur Außenfarbe. Und sonst großes Baumeister-System drin, ne, Doppelverglasung, also im Prinzip einmal ringsrum Luxus. Cooles Auto, auch mit dem Panoramadach. Ich muss sagen, die Reling gefällt mir überhaupt nicht, aber sonst finde ich das trotzdem cool, dass es wie so ein Kombi ist. Die heißen die sonst ja Sportback, wie auch immer. Shooting Brake bei Mercedes. Wie heißen die da? Du bist ja der Mann dafür. Cross Turismo, aber Die Reling heißen die Sporttourismo. Sporttourismo, okay. Ja, nee, in dem Thema bin ich nicht drin, aber dafür habe ich ja dich dabei. Ja, die haben auf jeden Fall sehr tolle Farben hier mitgebracht. Ich muss sagen, dieses Black Olive, glaube ich, hieß das, ne? War auch sehr schön. Und hier vorne die Farbe sieht natürlich sieht so aus wie Khaki. Ja, aber ich muss sagen, jetzt im Licht sieht es fast beige aus. Also vorhin in der Sonne sah er sehr aus wie Khaki und ich fand die Farbe sehr, sehr schick auf dem Auto. Mal was ganz anderes, was du halt nicht so erwarten würdest, ne? Aber haben wir letztes Jahr schon mal darüber geredet, ganz Pastelltöne sind generell sehr, sehr cool, die so im Kommen sind. Erwarten würde, definitiv. Genau. Und haben wir auch schon vorhin gesagt, ne? Mal einer ohne Panoramadach. Ich habe so ein Ding noch nie ohne Panoramadach gesehen. Ja, wusste ich gar nicht, dass man so konfigurieren kann. Weil das sieht jetzt auch aus wie beim GT2 RS oder wie beim 911R. Ja, jetzt ist hier noch der letzte in Acid Green. Kennt man natürlich von den ganzen Hybridfahrzeugen oder generell vom 918 Spider. Die gibt es ja auch in der Farbe, also Bremssättel und sonstige Applikationen. Gab ja zu dem 918 Spider, durfte man es dann ja ein 997.2 bestellen. Als 918 Edition, den konnte man zum Beispiel auch in der Farbe auswählen. Naja. Ende des Liedes. Wir wollen uns noch einmal bedanken hier, nämlich auch an die ganzen Porsche-Leute, dass wir das total cool finden, dass sie jetzt nämlich auch mal hier dabei sind bei so einer Art Tuning-Treffen. Ist jetzt ja kein richtiges normales Porsche-Treffen, sondern man kann schon sagen, es ist wie ein Tuning-Treffen hier. Und ja, dass sie sich da auch mehr und mehr, ich sage jetzt mal vorsichtig, fügen und das so ein bisschen annehmen und ja, das alles nicht mehr so ganz abschreckt. Danke nochmal an den Tom, dass er uns hier eingeladen hat auf das Event. Ohne Asis, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt. War auf jeden Fall eine coole Veranstaltung, war sehr schön durchmischt, viele interessante Autos dabei, neu, alt, hauptsächlich alt, klar, war natürlich eigentlich ein Event für alte Autos gedacht. Ja, aber ich fand es cool, es wurde einfach mal alles allen näher gebracht, ne? War hier alles ja querbeet durch, alte Rennautos, F-Modell, G-Modell, also im Prinzip alles einmal querbeet. Ja,
Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal fürs Event. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie können beim nächsten Jahr auch wieder dabei sein. Vielleicht bringen wir noch was anderes Altes mit. Mal gucken. Vielleicht ist bis dahin eins unserer anderen Projekte fertig, die wir noch so am Laufen haben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.